Hi, ich bin Bennett und das hier sind 5 Mythen über Motorradnavigation. Mythos 1. Googles Motorradrouting wird früher oder später alle anderen Navigationssysteme obsolet machen. Das wird nicht passieren. Googles Motorradrouting ist für Länder und Regionen konzipiert, bei denen die zweirädrige Fortbewegung einfach das Mittel der Wahl ist. Entweder weil man sich kein Auto leisten kann oder weil es einfach schlichtweg in großen Städten sinnlos ist, mit dem Auto unterwegs zu sein, wenn man einfach nicht vorankommt. Googles Motorradrouting findet die schnellste Route in Ländern wie Vietnam, Thailand, Indien, Nepal, um möglichst schnell in einer Großstadt von A nach B zu kommen. Und da kann es halt einfach sein, dass man durch Straßen nur mit dem Motorrad fahren kann, weil die einfach schlichtweg zu klein sind, um mit dem Auto durchzufahren. Das Routing, das wir fürs Motorrad brauchen, ein Hobby-Routing, ist Google völlig fremd. Google wird immer gucken, dass sie nach Verkehrsdaten, nach besten Daten für Pendler das beste Routing, das schnellste Routing haben, um von A nach B zu kommen. Das ist der Kern vom Kern dieses Systems und da ist einfach ein Hobby-Motorradfahren wird dort niemals sinnvoll sein. Die Länder, für die dieses Routing konzipiert wurde, die haben natürlich auch ein paar Hobby-Motorradfahrer, das will ich gar nicht ausschließen, aber dafür ist das Routing halt nicht konzipiert und die Statistik, dass eine relevante Anzahl an Menschen als hobbymäßig dort Motorrad fährt, die ist schlichtweg nicht gegeben. Motorradfahren als Hobby ist ein Phänomen, das vor allen Dingen in Westeuropa und Nordamerika vorkommt. Klar, noch in Australien und Neuseeland noch ein bisschen, aber das ist statistisch irrelevant. Die Hauptmärkte sind Westeuropa, Nordamerika und dafür wird Google niemals das Motorradrouting hierher bringen, weil eine schnelle Motorradroute gibt es hier schlichtweg nicht, wo ich mit dem Motorrad tendenziell schneller bin als mit dem Auto. Das ist statistisch irrelevant für die paar Orte in Italien, wo das vielleicht relevant sein könnte. Dafür wird Google den Aufwand nicht betreiben, das Routing nochmal für Europa anzupassen. Also Googles Motorradrouting ist nur für Länder, vor allen Dingen in Südostasien gedacht. Und das ist keine theoretische Antwort, sondern ich war tatsächlich selber letztes Jahr in Nepal und konnte mir das angucken. Es ist so, dass du da halt einfach Routen bekommst, die durch Kathmandu führen. Da kannst du nicht mit dem Auto fahren. Mythos 2. GPS alleine bestimmt über den Standort. Das stimmt für Navigationsgeräte wie Garmins, die nur eine GPS-Antenne haben. Für Handy-Navigation ist es nicht die ganze Wahrheit. Alle Handys, egal ob Android oder iOS, haben einen sogenannten Location Service. Dieses vom Betriebssystem bereitgestellte Ding sorgt dafür, dass der Standort dieses Geräts an bestimmte Apps weitergegeben werden kann. Und dieser Location Service kriegt seine Informationen vor allen Dingen aus 3 Quellen. Und was wir halt schon wissen, ist klar, ich habe das GPS-Signal, also wenn ich hier halt irgendwie im Motorrad bin, sieht zwar mehr aus wie ein Roller, aber es ist ein Motorrad, dann ist es natürlich klar, dass ich hier irgendwo einen Galileo-Satelliten oder einen Satelliten im Allgemeinen habe und der hat hier halt irgendwo eine Antenne und der kriegt hier ein Signal und kann damit über GPS seinen Standort bestimmen. Was der Location Service aber darüber hinaus noch kann, ist, er kann über das Funknetz, über eine Trigonometrie auch den Standort bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin und habe hier einen Funkturm, mit dem sich das Handy verbinden kann, um mein Netzwerk zu machen und das gleiche halt hier unten auch nochmal. Und dann noch einen dritten dazu. Dann kann er anhand der Verbindung zwischen diesen 3 Funktürmen und der entsprechenden Distanz zu den Funktürmen, die das Handy durch die Signalstärke kennt, auch noch den Standort bestimmen. Das funktioniert nicht so gut wie ein direktes GPS-Signal, aber wenn ich jetzt in einem dichten Wald unterwegs bin und es ist auch noch bewölkt oder regnet mies oder sonst was und ich habe einfach eine schlechte GPS-Verbindung und habe aber eine gute Verbindung zu 3 Funktürmen, dann ist es tatsächlich so, dass ein gutes Trigonometrie-Signal besser funktioniert als ein schlechtes GPS-Signal. Das letzte
System, von dem das Handy noch einen Standort bekommt, ist für die Navigation eigentlich irrelevant. Da geht es um das Heimnetzwerk. Also wenn ich jetzt im WLAN bin und habe am Ende meiner Straße einen grauen Kasten stehen, wo alle Kabel dieses Viertels zusammenlaufen. Dieser Kasten hat quasi eine ID und hat einen Standort und über das Heimnetzwerk weiß das Handy, wenn es im WLAN ist, wo in welchem groben Bereich sich das Gerät aufhält. Für Navigation irrelevant. Ich wollte es der Vollständigkeit halber hier nochmal erwähnt haben. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Das würde wirklich sehr viel helfen. Mythos 3. Regenwarnung. Das muss doch nochmal machbar werden. Das muss doch nochmal vernünftig funktionieren und das muss doch einfach umzusetzen sein, dass ich einfach gewarnt werde, wenn ich irgendwo lang fahre, dass der Regen sich auf meiner Strecke befindet. Das wird für den Nischenbereich Motorrad noch sehr, sehr lange dauern, bis das wirklich jemand mal umsetzt. Das hängt damit zusammen, dass Wetterdaten sehr komplex sind, sich ständig verändern und dass die Bewegung, also wie ich mich ja fortbewege auf der Strecke, auch bestimmten Schwankungen unterliegt. Und das mathematisch abzubilden und eine Schnittmenge daraus zu machen, das ist wahnsinnig schwierig. Also wer zum Beispiel sich das mal als Probe aufs Exempel machen möchte, der kann sich die ganz normale Google-App runterladen. Also wirklich einfach Google, die heißt so, ist einfach nur so eine Suche und glaube ich ein Discover-Feed, keine Ahnung. Auf jeden Fall diese ganz normale Google-App, die hat auch einen Wetterwarner dabei, auch einen Regenwarner für den Standort, an dem ich mich jetzt aktuell befinde und wo ich mich noch nicht irgendwo hinbewege oder so. Und das funktioniert in der Regel so gut, dass wenn mir Google eine Push-Mitteilung schickt und sagt, hey, in 20 Minuten wird Regen erwartet, dann gucke ich meistens raus und es regnet schon oder es regnet halt einfach gar nicht. Das Problem an dieser ganzen Berechnung ist, wenn ich jetzt hier eine Straße habe, ich gucke jetzt mal von oben drauf, also hier haben wir quasi unsere Straße, hier bin ich mit meinem Motorrad, bewege mich jetzt hier in diese Richtung, dann ist es ja so, oder dann kann es theoretisch so sein, dass das Wetter jetzt irgendwie, wir nehmen jetzt mal beispielshalber an, dass das relativ simpel ist, das heißt, irgendwo kommt hier eine Regenfront, die bewegt sich in die Richtung über mich drüber hinweg. Und jetzt müsste ja das System berechnen, wann bin ich an diesem Punkt und wann ist das Regen hier und trifft es mich dann. Es kann jetzt sein, dass ich schnell genug bin und schon weg bin, wenn die Regenfront quasi über diese Straße drüber hinweg rollt. Oder es kann sein, dass ich halt noch eine Pause mache und dann halt quasi gar nicht reinfahre, sondern nur die Straße nass ist, wenn ich da bin. Es kann aber auch sein, dass hier zum Beispiel einfach ein paar Berge im Weg sind und dass die Regenfront sich am Berg überlegt. Das überlegt sie sich aber erst dann, wenn sie da ankommt, ach, ich bleib hier einfach am Berg hängen. Und diese ganzen Echtzeitdaten, die ständig abgeglichen werden müssen, sind schon fürs Wetter wahnsinnig schwierig und auch extrem teuer einzukaufen, wenn man sie wirklich gut haben will. Und die Berechnung zu sagen, okay, ich muss jetzt mathematisch voraussehen, wo wirst du wahrscheinlich sein, wo wird das Wetter sein, trifft sich das an diesem Schnittpunkt und ist es dann für dich eine Warnung oder nicht, ist einfach wahnsinnig schwierig zu berechnen, weil allein schon, wenn ihr überlegt mal, ich weiß nicht, wer von euch Kalimoto zum Beispiel nutzt, aber allein schon die Ankunftszeiten, die Kalimoto berechnet, sind nicht so ganz schlau und deswegen ist es schon schwer genug, eine vernünftige Ankunftszeit überhaupt zu berechnen, geschweige denn in Echtzeit zu berechnen, wo werde ich entlang meiner Strecke irgendwann sein und ist da ein anderes Datenwust-Gedöns, das sich auch ständig anpasst und eigentlich alle 5 Minuten mal zumindest mit neuen Daten in eine andere Richtung bewegen kann, langsamer werden kann, schneller werden kann, wird das mich treffen, wenn ich so weiterfahre. Und dann kommt natürlich noch dazu, jetzt spreche ich eine Regenwarnung aus und das Beispiel von Anfang an, in dem Bereich, wo das Wetter hier jetzt quasi runterkommt, in einer gewissen Geschwindigkeit X, jetzt kriege ich die Warnung, ich halte an, ich ziehe meine Regenkombi an, ich trinke noch einen Kaffee, weil ich denke, es regnet kann ich mich auch noch mal aufwärmen. In dem Moment ist das Wetter schon vorbei. Und dann fahre ich weiter. Und dann hat mir die Regenwarnung in dem Sinne nichts gebracht, als dass ich halt eben gut angehalten habe. Aber ich habe immer noch eine Regenklamotte an, die ich jetzt gar nicht mehr brauche. Also das vorauszusehen und mathematisch zu extrapolieren, wo werde ich sein und wo wird das Wetter in diesem Moment sein, ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig und
in der Praxis meistens einfach nicht brauchbar, zumindest in den theoretischen Gedanken, die man sich dazu machen kann. Deswegen wird es vielleicht Google irgendwann mal machen, das könnte sein, aber für den Nischenbereich der Motorradnavigation müssen wir uns damit abfinden, dass Wetterdaten in einer Warnung, die vernünftig praktisch funktioniert, nicht existieren werden. Deswegen mein Tipp, guckt an den Himmel und entscheidet einfach. Mythos 4. Vermeiden von Straßen, Fähren, irgendwas heißt, ich kann nicht darüber routen. Das stimmt nicht so ganz. Manchmal ist es halt einfach schwierig, nicht über irgendwas routen zu können, selbst wenn ich halt irgendwie sage, ich will jetzt partout nicht über Autobahn fahren. Es gibt manche Regionen, manche Strecken, manche Sachen, wo ich nur Autobahn fahren kann. Es gibt manche Sachen, wo auch Fähren vermeiden gar nicht anders möglich ist. Einfaches Beispiel. Ich bin jetzt hier ein Stück nordwestlich von Hamburg bei Glückstadt. Also hier ist Hamburg, hier ist Pinneberg. Und hier bei Glückstadt ist die Elbfähre. Und wenn ich jetzt mir bei Kalimoto eine Route berechnen lasse, die als Start hier meinetwegen Wischhafen hat und hier kurz hinter Glückstadt einfach das Ziel, dann wird mir Kalimoto, egal mit welchem Routing, die Fähre rausgeben, weil es der sinnvollste Weg ist. Auch irgendwie das, was ich Kalimoto zwingen will zu tun, wenn ich das jetzt hier schon mache. Also, hier ist jetzt die Fähre drin. Wenn ich die Fähre jetzt vermeide, dann wird Kalimoto natürlich versuchen, diese Fähre möglichst zu vermeiden. Und obwohl die beiden Punkte jetzt relativ nah beieinander sind, schickt es mich jetzt natürlich einmal quer durch Hamburg. Einmal über den Elbtunnel wahrscheinlich und darüber. Nee, er schickt mich sogar hier über die Innenstadt, über die Elbbrücken, weil ich natürlich auch Autobahn vermeiden drin habe. Aber was ich jetzt machen kann, ich habe Fähren vermeiden gesagt, aber ich kann das System trotzdem immer noch zwingen, die Fähre zu nehmen. Indem ich hier einfach reinzoome und mir hier einen und manchmal dann noch einen zweiten Via-Punkt auf die Fährverbindung setzen muss, dann kann ich das System trotzdem zwingen, die Fähre zu nehmen. Und das hat die einfachen Gründe, weil es wird zwar versucht, das brutal zu vermeiden, aber wenn ich von Irland nach England eine Route berechnen will, dann kann ich die ja gar nicht ohne Fähre fahren. Und das Gleiche macht Google auch. Einfaches Beispiel, ich nehme hier einfach irgendeinen Punkt in Belfast, Directions from hier, und hier einfach irgendeinen Punkt kurz vor, weiß nicht, welche Stadt das ist, Directions to hier, dann wird mir Google hier die Fährverbindung ausspucken und wenn ich Options sage und Ferries anmache, vermeiden mache, dann gibt er mir trotzdem noch die gleiche Verbindung raus, schlichtweg, weil das nicht anders geht. In den USA zum Beispiel hast du Interstates, die werden zu Highways, die werden zu Bundesstraßen, die gehen dann irgendwo in ländlichen Regionen, wird ein Highway oder eine Interstate gerne einfach, die ändern ihre Klassifizierung und werden einfach andere Straßen. Und ich kann theoretisch in manchen Rocky Mountain Gebieten nicht auf Autobahn verzichten, weil ich sonst 1000 Meilen Umweg fahren müsste, irgendwo anders drumrum, weil diese Straßen einfach so klassifiziert sind. Das heißt, vermeiden ist nie 100%, egal was ich tue. Und das gilt für so ziemlich alle Navigationssysteme, weil die schlichtweg darauf ausgelegt sind, dir immer eine Route zu geben und nicht irgendeinen Error-Code rauszuwerfen und zu sagen, das geht nicht und dich in deinem Userflow aufzuhalten, weil du vielleicht vergessen hast, dass du da irgendwas anhast oder so und das System selber kann nicht unbedingt gucken oder weiß nicht unbedingt, aus welchem Grund jetzt vielleicht irgendein Error-Code passiert oder nicht. Mythos 5. Warum machen Entwickler CarPlay und nicht Android Auto? Alle vernünftigen Leute, die ich kenne, fahren mit Android, auch wenn sie das eigentlich zu Hause sogar im privaten iPhone nutzen. Android ist doch das System für die Handynavigation am Motorrad. Das stimmt so tendenziell auch nicht. Es ist so, dass der durchschnittliche Motorradfahrer in Deutschland fährt 2200 Kilometer und das durchschnittliche Motorrad in Deutschland ist 18 Jahre alt. Das heißt, die viele Motorradfahrer, statistisch gesehen die meisten Motorradfahrer, machen sich wenig große Gedanken darüber, was für ein Navigationssystem sie jetzt tatsächlich kaufen wollen, ob sie einen Garmin wollen, ob sie sich einen TomTom kaufen, ob sie sich ein Capo-Ride-Display kaufen, sondern durchschnittlich will man einfach sein Handy irgendwie ans Motorrad bringen und da halt irgendwie gut mitfahren können, eben schlichtweg, weil man gar nicht irgendwie auf die riesige lange Tour fährt. Das betrifft die statistische Menge der Motorradfahrer. Dazu kommt noch, dass Motorradfahren als Hobby
statistisch gesehen für Westeuropa und Nordamerika relevant ist. Osteuropa und Ozeanien haben auch noch Hobby-Motorradfahrer, die sind aber statistisch gar nicht so wahnsinnig wild und fallen gar nicht so groß ins Gewicht. Der Rest der Welt spielt für den Hobby-Motorradbereich statistisch überhaupt gar keine Rolle. Und wenn wir uns die statistische Verteilung angucken, dann können wir feststellen, dass die tendenzielle Verteilung für Android zu iOS-Nutzer von den Marktanteilen für Westeuropa eher Android 70 und iOS 30% Marktanteil hat. In den USA ist es eher umgedreht, also hier haben wir eher 30% Android, 70% iOS. Jetzt ist es so, dass tendenziell Motorradfahren ein eher teureres Hobby ist und je größer die Einkommen sind, desto mehr steigt das Verhältnis zu iOS. Dazu kommt noch, dass tendenziell über die letzten Jahre eher iOS Marktanteile gewonnen hat und Android Marktanteile verloren hat. Das heißt, aktuell müssen wir von einem Marktanteil unter den Motorradfahrern ausgehen, der in Westeuropa tendenziell 60% Android betrifft und 40% iOS. Und in den USA ist es sogar noch viel extremer. Da können wir davon ausgehen, dass wir 90% iOS haben und nur 10% Android unter den statistischen Motorradfahrern. Dass die Leute, die Offroad fahren und krass Adventure Riding in den USA machen, vielleicht auch noch ein zweites Android haben. Das mag so sein, aber es ist wieder statistisch für alle Motorradfahrer relativ irrelevant, was wirklich die Verteilung der Endgeräte angeht. Und das heißt, dass wir über die relevanten Märkte natürlich eine Verteilung oder von einer ungefähren statistischen Verteilung ausgehen müssen, bei dem wir von 65% iOS und 35% Android Marktanteil haben, mit der Tendenz, dass iOS noch mehr kriegen wird und Android eher abnehmen wird. Das sind die statistischen Zahlen, die ich noch aus den Marktdaten kenne, und das war auch immer die Tendenz. Das heißt, wenn ihr euch fragt, warum es Scenic lange Jahre nur für iOS gab, dann ist das die Antwort dafür. Wenn ihr euch fragt, warum Calimoto und D-Tech CarPlay haben, aber noch kein Android Auto, dann ist das die Antwort dafür. Es ist statistisch so, dass wir sagen können, es gibt einfach mehr Motorradfahrer, die als normales Handy, als ihr Endgerät ein iOS-Gerät haben, als ein Android-Gerät haben. Und ob das sinnvoll ist oder nicht, das kann man jetzt sich hinstellen und sagen, ja, das macht halt keinen Sinn. Kann so sein, aber für die meisten Leute ist es halt einfach so, wenn ich meine 2000 Kilometer fahre und vielleicht eine größere Tour am verlängerten Wochenende mit meinen Leuten irgendwo in der Region um meinen Heimatort drumherum mit nicht einer allzu langen Antwort, dann will ich dafür nicht 600, 700, 800 Euro für ein Navigationsgerät oder auch nur 200 Euro für ein Handy ausgeben, das ich eigentlich nie benutze. Dann nehme ich mein privates Handy, so risikoreich das auch sein mag, und das ist nun mal statistisch gesehen eher ein iOS-Handy als ein Android-Handy. Das sind meine 5 Mythen der Motorradnavigation. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, lasst es mich doch einfach gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.